Hallo ihr Lieben, heute habe ich Lust auf Experimente. Ich habe mein Aquarellpapier aufgespannt und mit Acrylbinder grundiert. Das ist jetzt trocken und ich kann sofort mit dem Malen beginnen. Ich wähle 3 Farben, ein Sienna gebrannt, ein Cadmiumgelb und ein Phthaloblau. Außerdem brauche ich etwas Wasser. Ich grundiere zunächst in sehr hellen und sehr wässrigen Farben. Später möchte ich mit der Kleistertechnik auf diesem Untergrund arbeiten. Der Untergrund sollte ziemlich hell bleiben. Deshalb verdünne ich die Farbe mit viel Wasser. Ich mische sie auch ineinander. Um weitere Strukturen zu erzeugen, tropfe ich auch und nehme etwas Alkohol. Den tropfe ich zusätzlich darauf und es entstehen diese Strukturen, die ihr schon kennt. Ich weiß noch nicht genau, ob das mein Hintergrund wird. Mit einem Gummipinsel versuche ich noch zusätzliche Spuren zu hinterlassen. Mal sehen. Das wäre ja eigentlich schon ein schönes Bild für eine weitere Ausarbeitung. Nach einigen Momenten aber entschließe ich mich doch, mit einem trockenen Lappen das meiste zu verwischen. Dort, wo der Alkohol etwas in das Papier eingedrungen ist, bleiben zarte Strukturen zurück und ein zarter Hauch von Farbe durch das Wischen. Und ich glaube, für meine weitere Technik, für das Projekt, reicht mir das. Hier seht ihr nochmal, welche Strukturen letztendlich geblieben sind. Nach dem Trocknen geht es weiter mit der Kleistertechnik. Ich nehme dazu einfach nur noch 2 Farben, das Sienna und aus der Tube noch etwas Phthaloblau. Zu diesen beiden Farben gebe ich jetzt etwas angemischten Tapetenkleister. Der ist schon gequollen und fertig. Diese 3 Komponenten mische ich jetzt unvollständig. Das ist meine Kleistermasse. Ich trage sie zunächst mit meinem Gummipinsel ein bisschen an der linken Seite auf. Und nun kommt der Fensterwischer zum Einsatz. Ganz vorsichtig versuche ich, ohne viel Druck, den Fensterwischer über das leicht wellige Papier zu ziehen. Und das ergibt halt diese besonderen Strukturen. Hier ist nochmal ein anderer Wischer, der macht etwas andere Strukturen, aber ich bevorzuge doch den blauen. Ganz unterschiedliche Strukturen, je nachdem wie fest man drückt und wie man ihn zieht. Ich brauche noch etwas mehr Farbe. Zu dem Kleister nehme ich noch etwas mehr Farbe hinzu und ich trage einfach nochmal neu
etwas Farbe aufs Papier auf. Diesen Vorgang des Auftragens und des Verstreichens mit dem Fensterwischer kann ich öfter wiederholen, solange die Farbmasse nicht getrocknet ist. Aus diesem Grund habe ich gerade auch wieder etwas Wasser darauf gesprüht. Das könnt ihr ab und zu machen, um zu verhindern, dass es zu schnell trocknet. Ihr könnt den Fensterwischer auch schieben. Das gibt wieder andere Strukturen. Und ihr seht hier, das ist ganz spannend, was dort entsteht. Durch diese horizontale Betonung hat man natürlich direkt die Idee einer Landschaft. Der werde ich zunächst auch nachgehen. Das hat mir nicht gefallen und ich verstreiche alles, sprühe noch etwas Wasser dazu, damit es noch weiter feucht bleibt und es startet ein neuer Versuch. Jetzt komme ich auf die wahnwitzige Idee, einfach etwas Alkohol reinzutropfen. Mal sehen, wie das mit der Kleistermasse funktioniert. Und ich sehe, der Alkohol löst die Kleistermasse auf. Es ziehen sich Fäden und teilweise ist auch die Farbe schon vom Papier abgelöst. War also keine so prickelnde Idee. Ich bin aber jetzt auf eine neue Idee gekommen. Ich wische mit einem feuchten Tuch einige Partien wieder frei. Das heißt, dort wird es heller. Es bleibt aber eine leichte Tönung zurück. So arbeite ich in der Mitte eine Form heraus.
Zwischendurch muss ich das feuchte Tuch natürlich immer wieder klar ausspülen, damit es wieder Farbe aufnehmen kann. Nach dem Trocknen nehme ich jetzt etwas Weiß, das verdünne ich mit viel Wasser und damit überziehe ich nochmal den Hintergrund, um den Kontrast zur Form zu vergrößern. Mit einer dunklen Farbmischung aus den beiden Farben Sienna und Phthalo gestalte ich jetzt hier auch nochmal diese Zwischenräume zwischen diesen gekratzten Schraffuren. Und einzelne Flecken, die durch das Wischen mit dem Fensterwischer entstanden sind, betone ich mit ganz dünnen aquarellartigen Lasuren. Ich bin diesmal etwas sparsamer mit der Ausarbeitung, weil mir diese Strukturen, die durch das Wischen entstanden sind, so gut gefallen. Ich möchte sie nicht übermalen. Ja, ein Ergebnis? Was kann es sein? Ich drehe es und drehe es. Eine seltsame Formation oder ein abgebrochener Ast eines Baumes, irgendetwas Organisches. Wenn ich es quer nehme, ja, ein Oktopus. Es könnte so vieles sein. Es ist einfach eine Form. Ich habe mich entschlossen, das Bild erst einmal so aufzuhängen. Und hier seht ihr nochmal, wie viele wunderbare Strukturen einfach nur durch das Wischen über diesem leicht rauen Aquarellpapier entstehen. Also die Struktur des Papiers hat hier auch mitgemalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald!